ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wir zeigen euch, was wir geshoppt haben und wir sind selbst immer sehr gespannt, was jetzt wirklich alles mitgekommen ist, speziell weil dieses Mal ich und Christoph etwas separat geshoppt haben. Also gespannt, ob wir auch was doppelt mitgenommen haben. Für mich, ich sehe auch viele Säckchen heute wahrscheinlich das erste Mal. Das ist unser Haul vom Legoland-Besuch von Ende April, 27. April 2022. Viel Spaß. 2 hours later. Beginnen tun wir heute im Minifiguren-Shop, wo sich Rita seltsamerweise sehr zurückgehalten hat. Also so wenig Figuren haben wir dort noch nie gekauft. Dafür hat es ein paar neue gegeben. Ich glaube, ein paar neue Torsos und auch die ein oder andere neue Hose habe ich gesehen. Genau, also was wir dieses Mal mitgenommen haben, ist dieses Top. Das habe ich, glaube ich, letztens noch nicht mitgenommen. Übrigens interessant, wenn ihr speziell, ihr habt es sicher auch in unseren Vlogs gesehen, aber falls nicht, falls ihr spezielle Ninjago-Oberteile haben möchtet, dann nicht im Minifiguren-Shop nachsehen, sondern im Ninjago The Ride Shop. Also direkt da hängend an den The Ride ist dann eben dieser Shop. Und da könnt ihr super Minifiguren machen. Hier gab es aber im Minifiguren-Shop dieses Oberteil. Und was auch neu ist, oder auf jeden Fall für uns noch relativ neu, ist diese Hose in Dark Tan mit Gürtel und etwas dreckig gemacht. Und dieses Oberteil hier, das von den, sag's mir, von den Stunts, genau, das war's. Das Stunts-Oberteil, diese wunderbare Jacke, wo RR drauf steht, genau, die ist von diesen Motorradfahrern und die finde ich halt echt cool. Also die schaut schon mega aus. Da habe ich 2 mitgenommen. Accessoire-technisch haben wir auch Flaschen dieses Mal gehabt, sowohl in durchsichtig als auch in grün. Und Regenschirme gab es auch. Da habe ich, glaube ich, ja, genau den rosaroten, einen rosaroten und einen schwarzen mitgenommen. Und wieder eine grüne Kamera, die hatten wir letztens auch schon mitgenommen. Dadurch, dass aber sonst sehr relativ wenig Neues quasi dabei war, haben wir da nicht so zugeschlagen. Dann ging es also weiter in die Fabrik, wo es ein paar Babys und Kätzchen für Rita gegeben hat. Genau, diese Babykatzen sind halt wirklich Hammer, also die möchte ich gerne noch weiter in der Stadt verteilen. Die finde ich einfach super süß und dieses Dreier-Set ist einfach mega. Und ja, da habe ich mir da wieder ein paar Sets mitgenommen. Ich glaube 5 Päckchen Katzen, also gesamt 15 Katzen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die Mathematikkenntnisse. Und dann wieder dieses Päckchen mit den 2 Babys. Auch hier haben wir 5 mitgenommen, also gesamt 10 Babys. Bedeutet das für unsere Stadt nicht, dass wir nicht letztens schon genug Babys gekauft hätten, aber man braucht Babys. Es ist ein Babyboom. Ein Doppelset, ja, richtig. Ein Doppelset Babys, 2 Euro und Schnäppchen. Ein Dreier-Set Kätzchen. Ich glaube 2,50. 2,50 oder so, ist aber auf jeden Fall günstiger als bei Bricklink. Dann haben wir noch ein paar Pferdchen mitgenommen, hier in Tan, Reddish Brown und ich glaube Dark Orange. Die kosten 4 Euro pro Stück. Die haben mir persönlich auch sehr gut gefallen und man kann im ländlichen Bereich oder beim Bauernhof immer mal ein Pferdchen gebrauchen. Es gibt auch Sattel in verschiedenen Farben, haben wir aber nicht gekauft, weil wir möchten das nicht mit Sattel, sondern quasi da quasi einfach Bricks hineingeben, damit die dann ausgefüllt sind und freie Pferdchen sind. Die Sattel kosten aber, glaube ich, 30 Cent, wenn ich mich nicht täusche. Ja, auf jeden Fall preislich nicht so schlimm, wenn ihr gerne Reitpferde haben wollt. Dann hat sich Rita diese beiden Herren hier genommen, oder Damen, ich weiß nicht, ob es Männchen oder Weibchen sind, vielleicht auch eins so. 2 Hammerhaie, die, glaube ich, 3,50 Euro oder sowas. Wir schauen nachher nach. Ja, ich glaube 2,50. Ich glaube auch 2,50. Ich schaue auf der Rechnung nach, was die gekostet haben. Das war auf jeden Fall sehr erschwinglich. Ja, die waren nicht besonders teuer. Gab es 3 verschiedene Haifischsorten. Die normalen Haie, diese Hammerhaie, glaube ich, 2,50 Euro haben die gekostet. Diese Hammerhaie und dann gab es auch noch Schwerthai. Ist das ein Schwerthai? Schwertfisch? Jetzt seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das lesen Biologiekenntnisse könnt. Hai 2,50 und das Pferdchen für 4 Euro. Ja, finde ich eigentlich ganz okay, muss ich sagen.
Und dann haben wir wieder Fahrräder mitgenommen in den Farben, in denen wir sie noch nicht so oft haben, nämlich in Grün, in, Christoph sagt immer Magenta, ich sage immer in Pink und dann auch noch in Gelb. Genau. Die sind ein wenig teurer geworden vom Vorjahr her. Die haben immer 1 Euro gekostet. Jetzt kosten sie 1,49, aber es ist im Vergleich zu Bricklink immer noch ein ganz ansehnlicher Preis. Genau. Dann geht's weiter mit Ritas bedruckten Fliesen, wobei einen Teil davon, glaube ich, auch ich ausgesucht habe. Schauen wir da mal rein. Also da hat es wieder jede Menge gegeben. Die bedruckten Baumstammteile haben wir nicht mehr gefunden. Die waren anscheinend an unserem Tag aus oder generell aus. Wir haben einmal dieses Caution-Schild genommen, welches nur einmal in der Stunts-Serie vorgekommen ist. Ich weiß nicht, für die Mine oder das für haben irgendetwas. wir letztens schon mitgenommen, haben uns dann aber gedacht, vielleicht nehmen wir es doch noch ein paar Mal mit, weil es einfach echt ein cooles Teil ist. Also es sind, ich schätze, 7 oder 8 Exemplare da drinnen. Das passt auch irgendwo beim Vergnügungspark, wo dieser... Jetzt fällt mir der Name nicht ein, der kanadische Motorradfahrer dort seinen Salto macht mit dem Motorrad. Und dann haben wir ein paar verschiedene... Ein sehr cooles Teil, das wir letztens nicht mitgenommen haben. Vielleicht kannst du es kurz hinhalten. Ja, hier, wenn ihr das Video gesehen habt, wo ich ein bisschen im Fabrikshop gefilmt habe, habt ihr es vielleicht gesehen, so eine runde Fliese, 2x2 mit so einer Holzoptik. Finde ich sehr cool, können wir vielleicht irgendwo mal bei einem Finish anwenden. Und dann alte Klassiker, großteils. Ein Teil, das ich schon... keine alten Klassiker, ein neues Teil. Ja, ein neues Teil. Denn diesen Keks hier habe ich jetzt... Ich habe den mal wo gesehen, dass den angeblich eben in der Fabrik gibt und ich habe ihn nie gefunden. Und Christoph hat ihn gefunden. Ich wusste das gar nicht. Also das ist quasi wie die normalen Cookies, aber mit bunten Streuseln drauf. Weißt du, was ich geglaubt habe, was das ist? Auch, das habe ich auch, glaube ich, im Video gesagt. Ich habe gedacht, das ist das Teil, was als, oh, da habe ich mich wahrscheinlich vertan, was bei den neuen Space Sets dabei ist, wo dieses Mikroskop verwendet wird und dann so Amöben, aber das ist ja gar nicht das, sehe ich jetzt gerade. Also, ja, ein Cookie mit Streuseln. Vielen lieben Dank. Weiter im Programm ein Nummernschild, ein bedrucktes mit so einem, für etwas wahrscheinlich einen Lastwagen, 1x6, auch eine sehr coole Fliese, muss ich sagen. Und dann haben wir aber wirklich noch ein paar alte Klassiker. Aber lustig, also ich habe sofort bei diesem Teil an einen Cookie gedacht, sieht man wieder, wie verfressen man ist. Ja, und ich habe anscheinend nicht mehr gut gesehen an dem Tag. Dann haben wir noch, ich weiß nicht, welche Seite jetzt die erste ist von euch, die Bienenwabe, eine Pizza, einen Donut 2x2 und einen Pizzakarton. Da haben wir auch ein paar Ausfolgerungen mitgenommen. Ich glaube, das war's dann auch. Das war's. Auch, also wie gesagt, diese bedruckten Teils, die könnt ihr eigentlich alle mitnehmen, weil die sind immer auf Bricklink um einiges teurer. Ihr habt es vielleicht auch im Video gesehen, es waren einige Bricklink-Händler dort, die an dem Tag, so gut es eben nur ging, von, ja, mit... kistenweise Teile daraus geschleppt. Unglaublich. Ja. Also es dürfte sich doch das ein oder andere Teil ziemlich gut lohnen. Wir haben auch wieder gut eingekauft, was Begrünung unserer Stadt anbelangt. Wir sind dann letztes Mal nach unserem Besuch im Legoland und auch nach dem Haul-Video Lego bauen nach Wild City gegangen und haben festgestellt, wir haben zwar gut Grünzeug eingekauft, aber es ist noch immer zu wenig. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt und uns da nochmal ein paar Säckchen besorgt und Rita zeigt euch die jetzt mal. Was ist das? Das kommt später. Das klassische Baumteil. Ich habe auch für euch, weil viele gefragt haben, ein bisschen nachgeschaut bei Bricklink. Da sind die Preise je nach Farbe so zwischen 25 und 30 Cent. Wenn ihr es in der Fabrik kauft, kostet es ungefähr 9 bis 10 Cent. Also ihr braucht ja nur bei Bricklink schauen, wie schwer das Teil ist, dann könnt ihr euch das ausrechnen. Dieses Teil ist besonders teuer bei Bricklink. Das haben wir in 2 verschiedenen Farben, in hellgrün und in mittelgrün. Kostet bei Bricklink in etwa so zwischen 80 und 90 Cent. Das sind die Durchschnittspreise. Der Preis bei Bricklink ist natürlich sehr stark schwankend. Wenn ihr es weil die Teile eben sehr leicht sind, sind die besonders günstig. Ja. Die leichten Teile sind in der Fabrik die günstigsten. Kommt ein Blatt auch ungefähr auf, ich schätze 10 Cent. Das heißt, das ist fast ein Zehntel des Preises, den ihr draußen zahlen müsst. Dann das klassische Palmenblatt, da habe ich natürlich auch wieder zugeschlagen. Vielleicht müsste der Piratenpark noch ein bisschen mehr begrünt werden. Wir haben dieses Mal keine neue Palmenblätter bekommen, sondern nur die alten. Dann natürlich dieses Blatt in den verschiedenen Farben, die es gegeben hat, also hellgrün, mittelgrün
dunkelgrün. Ich glaube, Rita hat sich auch ein paar weiße genommen. Die müssen auch irgendwo hier sein. Genau, die weißen. Die hat es auch in klein gegeben. Also die in klein und in groß. Da gibt es übrigens auch... Hoppla. Fast in mein Wasserglas hinein. Fast ins Getränk hineingefallen. Genau. Die gibt es übrigens auch in sehr schönen Pinkfarben. Ja. Wir brauchen es nicht in der Stadt, aber ich dachte mir, ein Traum für alle Mädels und alle Pink-Liebhaber und alle natürlich auch Burschen, die sehr gerne Pink haben. Ja, ich darf ja auch mit Pink bauen, oder nicht? Natürlich. Und von den Mengen her, nur damit ihr euch das vorstellen könnt, wir haben immer so ein halbes Säckchen genommen. Das sind dann meistens so, ja, teilweise sogar knapp unter den maximalen Mengen, die wir raus mitnehmen hätten dürfen. Also 100 Gramm pro Person, 200 Gramm, wenn ihr zu zweit seid. Wir haben dieses Mal nicht alle Limits ausgeschöpft. Ich habe ein paar dieser grünen 1x2 Jumper Plates genommen. Warum, das sage ich euch gleich, wenn wir das Teil gefunden haben. Und zwar gibt es dort jede Menge dieser Blumenstängel und zwar nur mehr diese neuere Variante. Genau, die quasi unten was braucht, wo man es reinstecken kann. Genau, diese Teile hier, die kennt ihr bestimmt. Auch der mit den vielen Stängeln hier und den muss man unten, früher waren ja die alten Varianten, die konnte man einfach auf einen Stud draufsetzen. Die neuen, da braucht man entweder eine 1x1 Plate mit Loch, eine Round Plate oder einen Jumper Plate und deswegen habe ich, die sind interessanterweise dort dabei, sauleicht, also die haben überhaupt kein Gewicht. Genau. Habe ich einige genommen für unsere Wiese. Dann natürlich noch ein paar dieser Viertelbäume. Christoph ist unendlich begeistert jetzt von diesen Viertelbäumen. Ich sag's euch, Leute. Da haben wir auch ein paar mitgenommen. Genau. Dass wir noch ein paar von diesen größeren Mammutbäumen oder so. Normal haben wir ja immer die 2x2 Round Bricks in Braun dafür verwendet. Die sehen auch toll aus, aber nichts im Gegensatz zu dem, dass es diese Teile gab, wussten wir gar nicht. Das ist, haben wir schon besprochen. Genau, in Weiß die weißen Blätter. Genau, dann haben wir hier noch ein ganz interessantes Teil, auch jede Menge genommen. Und zwar sind das oben diese, keine Ahnung, ich nenne sie Kronen für die Bäume, ich weiß nicht, wie das Teil auf Bricklink heißt, was man eben auf die klassischen Bäume oben geben kann und dann dort die Blätter einhängen, damit die nicht immer runterfallen. Auch ein sehr leichtes Teil, also es wiegt sicher nicht mehr als 1 Gramm oder 1,5 Gramm und da haben wir auch gut zugeschlagen, damit wir unsere Bäume da ein bisschen upgraden können, denn die fallen immer sehr leicht auseinander, wenn man die Blätter irgendwie berührt beim Vorbeigehen oder teilweise genügt der Wind. Dann diese, ich nenne sie immer Mangrovenpflanzen, die heißen wahrscheinlich anders. 3 verschiedenen Farben, also in so einem Olivgrün, in dem hellen Grün und ihr habt es zuerst gesehen in dem normalen Grün, würde ich sagen. Die sind relativ schwer, also diese Teile sind bestimmt auch teurer hier bei Bricklink, als bei Bricklink könnte es sein, ich weiß nicht, aber dennoch, wir müssen immer rechnen, wir zahlen nach Österreich sehr viel Versandkosten und wenn man schon mal dort ist, kann man auch mal ein paar teurere Teile mitnehmen und ist immer noch im Plus auf gut Deutsch, weil natürlich Versandkosten und die ganze Arbeit mit dem Bestellen auf Bricklink ja wegfällt. Genau. Dann haben wir hier auch nochmal für Bäume, das sieht nämlich toll aus, diese großen schönen Arches in Reddish Brown und auch für unten diese invertierten Arches für unten, damit man die Bäume auch oben in der Baumkrone noch ein bisschen attraktiver machen kann. Genau. Das sieht sehr gut aus. Dann haben wir etwas für die U-Bahn und zwar nochmal jede Menge. Ich habe nämlich ausgerechnet, wie viele wir ungefähr brauchen. Diese großen Arches in Light Bluish Grey, die kosten etwa 15 Cent pro Stück dort. Also ist auch vor allen Dingen, wenn man große Mengen bekommt, günstiger als bei Bricklink. Und bin schon gespannt, was Christoph mit so vielen Arches in der U-Bahn möchte. Aber gut. Genau. Ich auch. Wir sind sehr gespannt. Ein Teil, das ich euch noch zeigen wollte, weil es gerade hier liegt. Ich habe mir ein paar Platten gekauft, weil ich mir gedacht habe, wenn wir schon da sind, ist egal. Ich möchte nämlich was ausprobieren. Ich habe nämlich vor kurzem, lustigerweise, irgendwie aus Zufall eigentlich, das Taj Mahal gesehen. Das Set, das doch schon etwas älter ist. Und da hatten sie einen super coolen Boden und jetzt streife ich so durch die Fabrik und sehe dann, dass es diese Teile hier gibt. Die gibt es in Weiß und in Schwarz in der Fabrik. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin ja schon lange am Schauen, was ich mache wegen meinem Vergnügungspark Disneyland Bereich vor dem Schloss und schaut euch das an. Ist das nicht eine Option für mein Disney Castle?
Ich finde das so schön. Ich habe zu Rita gesagt, sie soll es mal probieren. Diese Drehteller-Aufnahmeteile gibt es bestimmt auch irgendwo anders auf Bricklink oder so. Wahrscheinlich nicht allzu teuer, aber sie hatte so große Freude. Ja. Habe ich gesagt, komm Rita, schnapp dir welche. Mega. Sie wird das jetzt mal probieren und sie hat auch von mir dahingehend die Erlaubnis bekommen, sich 4 originale Lego blaue Baseplates zu nehmen, die jetzt schon in diesen coolen Papiertüten daherkommen, weil wir gesagt haben, wenn sie das jetzt probieren möchte und wir kaufen die aus Asien, die Bodenplatten, dann dauert das wieder so lange mit dem Versand und sie ist dann wieder unglücklich und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Wir haben lieber gleich zugeschlagen und Lieber Ruhe eine ist. glückliche. Richtig. Sonst habe ich kein ruhiges Stündchen mehr und sie wartet jeden Tag, bis die Bodenplatten kommen. Und Richtig. ja, dieses Mal haben wir diese Supports in Braun auch noch genommen. Die habe ich ja letztes Mal in Grau gekauft und ein paar braune, wenn ich mich nicht täusche. Heute habe ich noch oder gestern habe ich noch ein paar mehr von den braunen genommen, vielleicht für die Mine. Dann haben wir jede Menge Zäune. Ja, die Das habe ist ich schwarz, mitgenommen. ja. Ich habe sie dieses Mal in schwarz mitgenommen. Habe mir gedacht, da können wir sicher einen netten Bereich umzäunen, wo das auch immer passt. Dann habe ich auch noch... Moment, lass mich noch kurz was sagen. Ich habe nämlich extra nachgeschaut, umsonst Bitte sag. ist die Information wieder umsonst gewesen. Die Zaunteile kosten bei Bricklink je nachdem, aber die sind vom Gewicht her alles sehr ähnlich. Übrigens haben wir sie in Gold auch. Ungefähr 13 Cent pro Stück. Die schöneren Zaunteile wie diese hier sind aber meistens nicht unter 30 Cent zu bekommen. Also habt ihr hier die Möglichkeit, die um ungefähr den halben Preis zu kaufen. Habe ich nicht noch irgendwelche anderen Zäune mitgenommen? Egal. Vielleicht kommen später noch welche. Ja. Hier sind noch welche drin. Okay. Nächstes Jahr. Also Zäune für Rita, speziell in Gold. Ich glaube, die braucht sie für ihren Vergnügungspark. Die sehen einfach so schön haben aus. zwar einige Händler, aber teilweise nur in sehr geringen Mengen. Also wenn ihr da mehr als 20 oder keine Ahnung 30 Stück braucht, dann müsst ihr teilweise schon bei mehreren Händlern kaufen. Und da haben wir eben gesagt, wir schlagen dort zu. Dann durfte sich Rita 2 verschiedene Farben an diesen Mauersteinen nehmen. Und zwar Farben, die wir sonst nicht haben. Einmal 2 Steine kosten ungefähr, ich habe ausgerechnet, 7 Cent dort in der Fabrik. Das ist bei vielen Farben teurer als Bricklink, aber so wie hier mit dunkelrot und auch dem Medium Nougat ist das ein bisschen günstiger. Rita baut außerdem gerade an einer Schule und da braucht sie diese Steine und da haben wir auch einmal 2er und eben bei Medium Nougat einmal 4er genommen. Genau. Sieht ganz nett aus, finde ich. Dann habe ich, wie könnte es anders sein, für Rita natürlich wieder ihre heiligen und sagenumwobenen Wasserfliesen gekauft. Die gab es in dunkelblau, nur mehr in 1x4er Größe. Haben wir auch ein paar, wenn sie wieder Wasser bauen möchte, dass sie das machen kann. Ja, ich habe ja noch immer im Park keinen Teich gebaut. Ja, da fehlen noch ein paar. Und ich habe dann noch, ich schaue nur gerade, damit ich euch alle verschiedenen Varianten davon präsentieren kann. Meine Lieblingsteile, auf jeden Fall vom Namen her. Birds. Also wir haben jede Und Menge Labs. in dunkelgrau und Rita, du darfst das gerne schon mal in die Kamera halten und auch in Dark Tan genommen. Die Kosten, ich habe es ausgerechnet, zum aktuellen Tag auf Bricklink ungefähr 3 Euro, 3,5 Euro, je nach Farbe und Variation. Bei der Fabrik im Legoland kommt die auf etwa 2 Euro pro Stück. Also es sind jetzt kein absolutes Schnäppchen, aber diese Teile bekommt man auch immer schwieriger, speziell auch in großen Mengen. Also etwa die Hälfte des Preises, den ihr sonst wo berappen müsst. Und ich glaube, ich traue meinen Augen nicht, aber das waren alle Positionen aus der Fabrik. Aber, Was aber? ja, wir haben ja sonst trotzdem noch was gekauft. Ja, wir haben noch ein bisschen was gekauft und zwar hat sich Rita natürlich nicht nehmen lassen, auch im großen City Shop was zu kaufen und da, wie gesagt, ich habe ja leider mein Set der Daily Bugle nicht bekommen, aber Rita hat natürlich wieder geshoppt und da schauen wir jetzt mal rein. Wir sehen hier allen voran ein winterliches Set. Ja, ich habe mir gedacht, was soll's, ja, was soll's. Ich habe mir jetzt schon diese weißen Blätter gekauft für die Winterdorf-Verschönerung und habe mir dann gedacht, wir haben dieses Set noch nicht, denn das haben wir uns nicht geleistet. Ich habe mir ja das Elfenclubhaus und das Lebkuchenhaus letztes Weihnachten quasi dann gegönnt. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist einfach so schön im Regal gestanden. Das muss mit.
Santa's Visit ist jetzt auch bei uns bald in der Stadt zu finden. Richtig, ja, 90 € Listenpreis. Wir haben da diesen 25% auf einen Artikelgutschein drauf eingelöst. Also Genau. waren wir dann, ich weiß es jetzt gar nicht, auf jeden Fall deutlich unter dem Preis, wo man es normalerweise bekommt. Und diese Sets sind ja meistens nicht so lange im Sortiment. Jetzt kommt da im Herbst bestimmt wieder ein neues winterliches Set raus und nicht, dass uns dann das ein oder andere aus dem Sortiment geht und wir bekommen Und es es nicht ist mehr. so schön. Winter Village Ja, Collection. gefällt mir auch und cool auf jeden Fall, dass es ja vom Grundriss her so ein bisschen nach Ja. innen gebogen ist. Das ist was wir total gut brauchen können, irgendwo in einer Ecke oder Ja. wo der Zug eine Kurve macht. Also das Set wird sich sicher dort ganz gut machen. Dann als nächstes, jetzt wird es etwas wilder. Rita hat sich auch so eine große Duplo-Bauplatte gekauft. Die ist riesig. Die sind auch jetzt in dem Papier und Ja. die, glaube ich, ist nicht für mich, sondern für Tim. Wir müssen ja schauen, dass unser kleiner Baumeister auch langsam gewöhnt wird an das Lego. Natürlich hat er schon Duplo, ganz klar. Aber man muss das natürlich fördern. Deswegen habe ich mir gedacht, eine Grundplatte. Und es wäre natürlich schlecht, wenn man auf die Grundplatte nichts drauf bauen könnte. Deswegen haben wir dort auch ein Set entdeckt, das wir ihm mitgenommen haben. Ein ganz kleines Set. Auch ein Hab ich sehr mitgenommen. exotisches, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt von Duplo auch chinesische So Neujahrssets. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich auch nicht. Ja. Wir lieben ja diese chinesischen Neujahrssets und jetzt gibt es das auch von Duplo, exklusiv bei Lego. Es ist ein 100-Euro-Set, also nicht besonders günstig, aber ein Puppenhaus mit verschiedenen Es ist- Räumen, sogar einer Schule. Und das Coolste finde ich, dass so viele Teile dabei sind, dass Ja. man das Set auf Chinesisch oder auf Europäisch oder was auch immer aufbauen kann. Genau. Also hier seht ihr jetzt die europäische Seite. Genau, Sie, glaube ich, beschreiben es im Buch als quasi Zuhause. Also das ist quasi das Zuhause. Und auf der anderen Seite ist es dann der Kindergarten. Ja, und total cool, man kann auf Chinesisch, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, auf Chinesisch, wo ist das? Chinesisch zählen lernen. Und es sind jede Menge bedruckte Teile dabei, Essen, Decken, Blumentöpfe, auch ein Schaukelpferd. Ja. Also echt ein cooles Set und teilweise, wenn man sich das anschaut, was man auch bei Duplo für sein Geld bekommt, muss ich echt sagen, sind hier sehr viele Figuren und auch sehr viele schöne Teile dabei. Und ihr seht auch, Rita hat das Set schon aufgemacht und es ist nichts mehr drin, doch es ist schon noch was drin, da sind 2 Polybags drin. Na, Rita hat das Set schon aufgebaut, wir können es euch gerne mal zeigen, wenn ihr Lust drauf habt. Und ein Polybag, es gibt mehrere neue Polybags, eines Genau. hat es uns besonders angetan und zwar ein Set zum, ich denke, neuen Jurassic World Film, Dominion. Da hat es den Dinosauriermarkt gegeben mit diesem doch sehr seltenen 1x1er-Stein in Trans Orange. Der Dino sieht cool aus, das Ei sieht cool aus, auch eine nette Figur. das Ei. Deswegen haben wir dieses Polybag hier zweimal genommen. 3,99 der reguläre Preis. Die haben sehr viele Polybags dort, nicht alle. ja. Und da haben wir uns gedacht, das schnappen wir. Sowohl in der Fabrik als auch im City Shop. Also in beiden Orten auschecken. Ganz richtig, ja. Und das war's, meine Lieben. Heute ein bisschen schneller gegangen. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Wir haben auch noch Kleidung gekauft für Ritas Neffen. Der hat aus dem Ninjago Store noch einen Pullover und ich glaube ein T-Shirt und eine Und Badehose. eine Badehose aus der Boutique. Ja, die sind aber schon in Verwendung. Also die hat er schon bekommen und trägt sie wahrscheinlich schon. Und Alles übereinander. ja, also heute war, wie ihr gesehen habt, sehr viel ähnlich oder gleich wie im letzten Haul, aber das sind einfach Teile, die sehr interessant sind dort. Wir haben euch gesagt, kauft dort bitte nicht alles, was glänzt, ist Gold dort in der Fabrik, aber es sind ein paar coole Sachen dort und Ja. ihr seht Rita, sie ist glücklich. Ich habe die Kreditkarte gezückt und sie ist eine glückliche Frau und wir haben jetzt wieder jede Menge zum Sortieren, jede Menge zum Weiterbauen. So und cool. ich weiß nicht, was das nächste Video ist, was wir geplant haben, aber wir melden uns dann auf jeden Fall wieder aus Wild City und werden euch gemeinsam mit diesen Teilen hier unsere Fortschritte in der Stadt zeigen und da sind wir schon ganz gespannt. Ja, ich kann es kaum noch erwarten. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen herumprobieren, mal schauen, dann werde ich es mal durchzeigen, ob jeder damit einverstanden ist. Bitte auch ihr in die Kommentare, könnt ihr euch das vorstellen, dass der Boden vor dem Disney-Schloss so wird?
Ist es zu unruhig? Brauche ich zwischendrin vielleicht ganz normale weiße 2x2er? Das sind die Fragen, die mich quälen. Brauchst du sicher, weil sonst kannst du keine Figuren platzieren, aber wir werden uns das ansehen, wie das aussieht. Mir gefällt es auf jeden Fall vom Muster her schon mal sehr, sehr gut. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Genauso was auch sagt, ist egal. natürlich, ob ihr irgendwelche Teile gekauft, gesehen oder sonstiges auf der Wunschliste habt, die wir vielleicht übersehen haben. Viele von euch waren ja auch schon in der Fabrik im Legoland, sogar dieses Jahr, und haben da bestimmt auch sehr viele Teile gekauft. Wie gesagt, wir haben eher für uns eingekauft, was für die Stadt praktisch ist, aber sie haben jede Menge Technikteile, sie haben jede Menge anderes Zeugs. Unglaublich. Und auch natürlich im City Shop gibt es sehr viele coole Sets. Ich wollte euch gerne noch einmal den Daily Bugle hier hinstellen, aber vielleicht das nächste Mal. Dann schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr auch bald ins Legoland fahrt oder schon gewesen seid. Und wenn ihr Fragen habt zum Fabrikshop. Wir planen übrigens gerade auch nebenbei ein Video, wo wir euch erklären wollen, was jetzt nochmal die wirklichen Schnäppchen sind und wie man sich das am besten ausrechnet und vorbereitet. Der Fabrikshop speziell ist sehr, sehr, undurchsichtig vom Preis her, aber wir geben da unser Bestes, dass wir euch da nochmal ein kleines Infovideo droppen werden. Da sind wir schon gespannt. Also wir haben jetzt jede Menge zu tun, trinken nebenbei noch ein bisschen Kaffee und wünschen euch auch noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Tschüss, macht es gut. Tschüss.